Als wir vor 10 Jahren ausgewandert sind, waren wir der Überzeugung, wir haben uns bereits auf unglaublich viele Dinge vorbereitet. Aufenthaltsrecht, Geld, Grundstücke, Klima. Wir waren überzeugt. Das ist eine richtig gute Vorbereitung. Ja, aber rückblickend betrachtet waren es ganz andere Dinge, die unseren Alltag viel mehr beeinflusst haben. Zum Beispiel hätten wir uns damals kaum vorstellen können, dass ein gebrauchtes Auto so viel kostet wie ein Grundstück. Oder dass die Suche nach einem banalen Ersatzteil, einer Tintenpatrone, zu einer langen Odyssee wird. Du wirst wahrscheinlich genau wie wir erst lernen müssen, welchen Aussagen du wirklich trauen kannst, was Garantie bedeutet und ob ein Mensch dich wegen deinen inneren Werten mag oder deswegen, weil er sieht, was er aus dir rausholen kann. Wir haben also nicht die großen Dinge unterschätzt, sondern die kleinen Dinge, die später insbesondere unseren Alltag ausmachen. Wir haben früher gedacht, dass wenn wir ein Fahrzeug brauchen, dann kaufen wir eben eins. Doch oftmals entscheidet hier der fahrbare Untersitz, wo du überhaupt konkret leben kannst. In Paraguay haben wir einige, ja, man könnte sagen, schlechte Erfahrungen mit fahrbaren Untersätzen gemacht. Und obwohl ich aus dem Fach stamme, ja, obwohl ich in Deutschland früher mit Autos gearbeitet habe. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Dafür gibt es ein extra Video. Der Punkt ist halt der, dass die Erwartungen, die wir in Deutschland an einen Gebrauchtwagen haben, zum Beispiel, an ein gebrauchtes Auto, nicht vergleichbar sind oder übertragbar sind auf ein anderes Land. Ja. Speziell auf Südamerika, weil hier haben wir die meiste Erfahrung. Da sieht das eben ganz anders aus. Weil viel wird manipuliert. Der Verkäufer versucht, das trotzdem so gut wie möglich dastehen zu lassen. Und hier gibt es auch keinen TÜV oder andere Prüforganisationen, die da bestätigen, aha, das Auto ist in Ordnung. In Deutschland oder in Europa ist man vielleicht gewohnt, dass man mit seinem Fahrzeug, im Idealfall ein Auto, bis vor die Haustür fahren kann. Wir haben in Paraguay und in Peru Grundstücke gesehen, die nach Angaben vom Verkäufer gut erreichbar sind. Das ist aber etwas ganz anderes. Manche Orte sind nachher wirklich nicht mehr mit einem Auto erreichbar. In Peru manchmal auch gar nicht mehr mit einem Motorcar, vielleicht nur noch mit einem Motorrad oder sogar hier vor Ort mit dem Mula. Wir haben bei den Fahrzeugen am Anfang nur den Preis beachtet. Wir haben dabei aber unterschätzt, welchen Wert die Mobilität für unser Leben hier in Südamerika hat. Und da beginnt auch schon das nächste Problem. Weil selbst wenn du etwas reparieren möchtest, weißt, wie du es tun musst, dann scheitert es trotzdem oft daran, dass du die Teile nicht bekommst. Genau damit landen wir eigentlich schon beim nächsten Punkt. Materialbeschaffung und der damit einhergehenden Orientierungslosigkeit. Was ich damit sagen möchte, ist, dass bei dem Thema einer speziellen Materialbeschaffung man oft selbst seine Kompetenz und seine Fähigkeit verliert. Und zwar in Deutschland ist es so, wenn du ein bestimmtes Ersatzteil suchst oder einen bestimmten Schraubenkleber, eine Tintenpatrone für deine Kinder, dann weißt du genau, was zu tun ist. Du weißt, zu welchen Läden du gehst. Du weißt, wenn du das Produkt nicht ansässig findest, dann weißt du, was als nächstes zu tun ist. Diese Fähigkeit wird im Ausland erstmal genommen, insbesondere in Südamerika. Das System, wie es in Deutschland herrscht, das gibt es hier nicht. Und somit kann es eine richtige Odyssee werden, bestimmte Teile zu suchen. Nicht, weil man plötzlich weniger kann, sondern weil man das System vor Ort nicht kennt. Wir hatten uns ja für unser Grundstück eine Solaranlage installiert. Und die größeren Teile, wie die Batterie, den Wechselrichter und diese Solarpaneele, habe ich aus Lima bestellt, weil das da deutlich günstiger war und weil es da mehr Auswahl gab. Aber die ganzen Kabel, dachte ich mir, kann ich dann vor Ort besorgen. Ich weiß auch, dass es in Tarapoto mehrere Läden gibt, die auf Solar spezialisiert sind. Ja? Da bin ich dann dahin gefahren und habe mein Anliegen geschildert, was ich denn für ein Kabel möchte. Und da hat er mir gesagt, das hat er nicht. Ich sage, was nutzt ihr denn dann? Ja, wir nehmen dies und das. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, dass ich nicht mit einem Experten spreche, nur weil er draußen dran stehen hat, Free Solar oder was weiß ich, was da dran steht. Und ich bin dann zu einem Elektrofachgeschäft gegangen, ja, die dann Stromkabel verkaufen, Stromzähler und eben diese ganze Hausinstallation und habe mir dann für ein Schweißgerät die Kabel besorgt, weil die eben vom Querschnitt her
deutlich stärker waren als die Kabel, die mir dieser Mann da in diesem Solarfachgeschäft hätte anbieten wollen. Und das Anstrengende dabei ist nicht nur, dass vielleicht etwas fehlt, sondern dass dir oftmals der komplette Weg zur Lösung verwehrt wird. Das ist ein super Übergang zum nächsten Punkt. Mentalität und eine Antwort, die dir vielleicht gar nicht als Antwort dienlich ist. Und zwar hast du dann vielleicht einen Fachmenschen gefunden, der dir ganz natürlich eine freudige Antwort gibt, dass er ja weiß, wo du dieses Teil kaufen kannst. Er schickte zur XY-Kreuzung zum XY-Haus und du stellst fest, dass er entweder gar keine Ahnung hatte oder dich reinlegen wollte. Zumindest fühlt es sich so an, denn du stehst vor einem Nichts, vor einer Ruine, vor einem Geschäft, das zugemacht hat. Es existiert gar nicht. Wir haben mit der Zeit erst lernen müssen, dass das, was wir aus Deutschland gewohnt waren, die Antwort wortwörtlich zu nehmen, hier nicht ganz funktioniert. Denn oftmals wärst du auch einfach damit aus dem Laden geschickt, komm morgen wieder. Das haben wir am Anfang für wahre Münze genommen. Natürlich sind wir morgen wieder gekommen. Bis er uns dann an den nächsten Tag sagte, komm nächste Woche wieder, das ist bestimmt fertig oder verfügbar. Auch das haben wir noch gemacht, bis wir irgendwann festgestellt haben, dass die Menschen uns nicht aus Böswilligkeit, sondern vielleicht, weil sie uns eigentlich helfen wollen, aber nicht wissen wie. Das machen natürlich nicht alle Menschen so. Aber wir haben diese Kommunikation so oft erlebt, dass wir mit der Zeit gelernt haben, damit umzugehen. Wenn du die kulturellen Spielregeln nicht kennst, kann es sogar sein, dass du eine nett gemeinte Antwort komplett falsch verstehst. Die Quintessenz daraus ist, wir mussten nicht nur die Sprache lernen, wir mussten auch lernen zu verstehen, was dahinter steht. Und irgendwann merkst du, es ist nicht nur die Dinge, die die Menschen sagen, sondern auch das, was auf Dingen, Produkten, Güter draufsteht. Denn Garantie ist nicht Garantie, Bio ist nicht Bio. Wir waren in Deutschland gewohnt, dass ein gewisser Aufdruck, ein Schriftzug wie Bio oder Garantie, neu, uns eine gewisse Erwartung in uns weckte. Wir haben erwartet, dass dieses Produkt, dass dieser Gegenstand langlebiger ist, von guter Qualität ist und es hat unseren Kauf etwas sicher fühlen lassen. Und wenn du fragst, oder wenn wir fragen, ist das Bio, kommt fast immer die Antwort ja. Und das hat also nichts damit zu tun, ob das Produkt wirklich diese Eigenschaft aufweist. Und irgendwann haben wir gelernt, unseren eigentlichen Menschenverstand zu nutzen. Wir kaufen unsere Papaya dann eher lieber dort, wo nur 2 oder 3 liegen, anstatt der Verkäuferin, die ausschließlich Papayas, was weiß ich, 2000 Stück verkauft. Somit haben wir dann vielleicht wenigstens ein Gefühl, dass die Frau mit ihren 2, 3 Papayas die vielleicht von ihrem Grundstück heute früh mitgebracht hat. Bei der Garantie verhält es sich ähnlich. Wir haben schon Garantie auf Gegenstände erhalten, wo wir im Nachhinein nicht mal eine Quittung für erhalten haben. Auf die Frage, wie das dann funktioniere, hatte man uns nur gesagt, ja, dich erkenne ich schon wieder. Und an einem anderen Tag hatte Sebastian ein neues Produkt mit nach Hause gebracht. Eine Schleifscheibe für den Winkelschleifer, so ein Aufsatz. Und ja, die neue Verpackung versprach etwas anderes, als was wirklich enthalten war. Wir mussten uns daran gewöhnen, uns wirklich auf uns selbst zu verlassen, unseren Menschenverstand zu nutzen, anstatt einer Bezeichnung Glaube zu schenken oder uns darauf zu verlassen. In Deutschland haben wir mehr auf das Etikett vertraut. Hier vertrauen wir mehr auf unsere Augen, unsere Erfahrungen und unseren gesunden Menschenverstand. Was wir auch völlig unterschätzt haben, ist, wie stark dich insbesondere in Südamerika, eine Stadt auslaugen kann. Und das findest du in keinem Reiseführer. Wie anstrengend es wirklich ist, diesen südamerikanischen Lifestyle direkt vor Ort mitzuerleben. Die Fahrzeuge sind laut, die Abgase ist enorm, die Belastung, weil man ja eigentlich fast draußen sitzt in so einem Motorcar. Es ist laut, es wird gehupt, es wird gesprochen, es wird Musik gehört und selbst einen schlenderhaften Spaziergang durch die Stadt. Dein Gehirn ist dauernd mit Reizen überflutet, weil selbst deine Schritte, die du gehst, die werden von uns dauernd überprüft, weil es können irgendwo Stolperfallen sein, richtig hohe Bordsteinkanten, die extrem hoch sind und es bedarf einfach dieser ganzen
kognitiven Auslastung, diese Stadt überhaupt wahrzunehmen. Dann wird man von links gerufen, man solle doch etwas kaufen, von rechts dröhnt schon wieder Musik und gleich müssen wir wieder eine Straße überqueren, wo ich nicht einmal die Ampel sehe oder weiß, wer jetzt eigentlich direkt Vorfahrt hat. Und oft erst zu Hause merken wir eigentlich, dass uns so ein Tag in der Stadt so viel mehr Kraft und Energie gekostet hat, als es vielleicht ein Tag im Garten mit der Arbeit mit den Pflanzen gekostet hätte. Im Vergleich dazu, wenn wir in Berlin, in Hamburg unterwegs waren, dann hast du die Möglichkeit, doch noch sehr anonym für dich in Ruhe durch die Stadt deinen Einkaufsbummel zu machen. In Südamerika haben wir noch nicht einmal Ruhe in unserem Fahrzeug, in unserem Motorcar. Weil es kann sein, dass sich ein Fremder einfach dagegen lehnt. Es kann sein, dass ein Großmütterchen einfach reinkommt und einen schlauen Rat hat. Also selbst da, wo man denkt, jetzt habe ich ein bisschen mein Space, jetzt kann ich ein bisschen mich zurückziehen, werde ich doch immer wieder erneut überrascht, dass ich den hier eigentlich gar nicht habe. Und für uns hat der vielleicht unangenehmste Punkt gar nicht so unbedingt mit Behörden, Autos oder dem Einkaufen zu tun, sondern mit den Menschen. Wir haben völlig unterschätzt, was unser Lebensstandard in Deutschland im Vergleich zu dem Lebensstandard hier in Südamerika so mit sich bringt im Alltag. Und zwar allein die Tatsache, dass wir aus Europa kommen. Sie sehen in uns jemand, der mehr Geld zur Verfügung hat, einen höheren Lebensstandard führt. Und selbst wenn wir uns selbst als dieses nicht sehen oder nicht bezeichnen oder nicht wahrnehmen, ändert das oft nichts an ihr Bild, was sie von uns haben. Und das zeigt sich dann in Momenten, wenn wir ganz bei banalen Dingen eine Kokosnuss kaufen, der Peruaner vor mir muss den Zoll weniger zahlen als ich oder Taxi fahren. Also man spürt das immer mal wieder. Es ist nicht generell so bei jedem, aber es kommt immer mal wieder vor, dass man so ein bisschen wie so eine rumlaufende Geldtasche gesehen wird. Und das ist halt deswegen auch schade, weil es gar nicht so einfach ist, auf Basis dessen einen wirklich guten Freund zu finden. Also einen Einheimischen, so wirklich nah an sich heranlassen wie ein Freund in Deutschland. Das ist so ein bisschen so ein Punkt, den ich am Anfang nicht so stark beachtet habe. Natürlich mal kurz drüber nachgedacht, aber dieses Zwischenmenschliche, was dann zwischen uns als Partei entsteht, dieser drückende Beigeschmack, und das finde ich mit am unangenehmsten. Und irgendwann sind wir dann ganz automatisch immer ein bisschen misstrauischer geworden, ja, weil durch die verschiedenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, das prägt halt. Und dann, wie die Einheimischen uns vielleicht als die herumlaufenden Geldtaschen ansehen, sehen wir sie dann nach und nach immer mehr so an, erstmal im ersten Moment, als die uns ausnutzen möchten. Und deshalb bekommen Menschen, wie zum Beispiel unsere lieben Nachbarn, einen viel höheren Stellenwert, weil wir über die Zeit gemerkt haben, dass wir uns auf sie einlassen können und dass sie uns als gleichgestellt auf demselben Niveau behandeln. Das eigentliche Fazit: Du verlierst Selbstverständlichkeiten. Wenn man sich alles anschaut, haben wir Südamerika als solches vielleicht nicht unterschätzt, sondern was wir eigentlich unterschätzt haben, ist unsere Angewohnheiten, unsere Denkweise, unsere Kultur, die wir mitbringen und was das für Auswirkungen hier im Land eigentlich hat. So haben wir in der Laufe der Zeit festgestellt, wie viel Vertrautheit und Sicherheit das alte System mitgebracht hat, weil wir einfach wussten, was als nächstes zu tun ist, an wen wir uns wenden mussten, wo wir hingehen mussten. Das heißt nicht, dass wir deswegen zurück wollen oder dass hier deswegen alles schlechter ist. Vieles wollten wir anders haben, aber wir haben die andere Seite vielleicht etwas unterschätzt. Und wahrscheinlich würden wir auch selbst heute, wenn wir irgendwo anders wieder hingehen würden, wieder Dinge unterschätzen oder falsch bewerten. Ja, aber wahrscheinlich diesmal andere. Ja, weil bestimmte Dinge kann man halt recherchieren oder nachforschen. Und andere Dinge muss man wirklich hautnah erleben, im Alltag, wissen, wie sich das anfühlt. Und das geht, glaube ich, erst direkt vor Ort. Bis bald. Tschüss.